Jo, 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 Kamal, liebe Grüße. Ich habe den Vlog gerade eben schon mal gemacht. Ich wollte das jetzt losschicken, aber ich gucke das immer noch einmal an, weil man will wissen, habe ich überhaupt habe ich vielleicht Quatsch erzählt oder so. Und zum Glück habe ich das gemacht, weil ich habe völligen Quatsch erzählt. Deswegen mache ich das Ganze jetzt noch einmal. Ähm, und zwar, erstmal gebe ich dir einen kleinen Tipp, weil ich finde es mega geil, was du sagst mit den Polyphasenschlaf, dass du es auch probieren möchtest. Damit du nicht alles nachlesen musst, erkläre ich dir ganz kurz und simpel, wie das funktioniert. Also, Wissenschaftler sagen, dass der menschliche Körper 6 bis 8 Stunden Schlaf pro Tag braucht. Polyphasischer Schlaf macht das so, dass du anstatt 6 bis 8 Stunden durchschläfst, diese 6 bis 8 Stunden verteilst. Das heißt, wir gehen jetzt mal von 6 Stunden aus, Minimum. Dann müsstest du 4 Stunden beispielsweise lange schlafen. Du könntest auch 3 Stunden lange schlafen, aber irgendwie sind sie auf das System mit 4 Stunden gekommen. Ähm, 4 Stunden lange schlafen, ganz normal nachts, nachdem du, wie auch immer, wann immer du schlafen gegangen bist. Und nachdem du aufgewacht bist, fehlen dir ja noch 2 Stunden. Und diese 2 Stunden kannst du dann aufteilen in 20 Minuten Blöcke oder 30 Minuten Blöcke. Nicht länger. Eigentlich ist 20 Minuten ideal, weil man sagt, dass es die erholsamste Phase ist, diese sogenannte Power Nap. Ähm, und damit du das machen kannst, sozusagen, müsstest du dann, damit du auf wie heißt das jetzt, auf deine 2 Stunden Schlaf extra kommst, sind das nochmal 6 mal 20 Minuten. Ist das richtig? 2, 4, 6? Ja, genau. Also, 6 mal 20 Minuten. Oder wenn du sagst, ja, aber ich will nicht 6 mal Mittagsschlaf pro Tag machen, dann könntest du auch beispielsweise 4 mal 30 Minuten machen. Oder du könntest auch 3 Stunden nur schlafen und dann müsstest du, und ich glaube, deswegen haben die diese 4 Stunden genommen, dann müsstest du also 3 Stunden machen, das heißt, müsstest du 8 mal 20 Minuten oder ja, das andere könnt ihr selbst ausrechnen, kannst du ausrechnen. Genau. Also ja, geil, ich freue mich. Erzähl, wie es bei dir läuft. Ich bin jetzt auf jeden Fall motiviert, das noch besser durchzuziehen. Damit muss ich aber auch schon erstmal zugeben. Ich habe es irgendwie nicht geschafft. Ich weiß es nicht wieso. Ich wollte nur Mittagsschlaf machen und aus nur Mittagsschlaf wurde, ach, schlaf mal komplett durch. Aber es war keine Absicht. Ich habe einfach wirklich bis Iftar durchgeschlafen. Also bis 21 Uhr etwas geschlafen, dann voll hektisch aufgewacht, schnell Essen gemacht, gegessen. Und dann war ich so nach dem Essen so, dieses Verdauungssättigungsgefühl, man ist so gemütlich. Ich wollte mich nur so kurz einmal hinlegen. Also nicht mal schlafen, nur so ausbreiten. Ah, das hat gut getan, mäßig. Und ja, dann bin ich am nächsten Tag um 9 Uhr aufgewacht. Das bedeutet, ich habe keinen Sahur gemacht, also ich habe morgens nichts gegessen. Ich bin heute den ganzen Tag schon ein bisschen hungrig. Und damit gehe ich auf deine nächste Frage ein. Du hast ja gefragt, ja, wie sieht's bei dir aus mit Hunger und so? Läuft eigentlich, oder? Man hat nicht wirklich Hunger. Eigentlich überhaupt nicht. Das habe ich ja auch im Vlog von gestern erzählt. Mir geht's super gut eigentlich. Hunger ist gar kein Problem. Sogar der Hunger, den man hat, fühlt sich irgendwie auch gut an. Außer heute. Heute muss ich echt sagen, ist es ein bisschen schwer, weil ich halt wirklich abends wenig gegessen habe, weil ich einfach keine Zeit hatte, schnell gemacht habe, morgens gar nichts gegessen habe und dann war ich vorhin noch einkaufen, damit ich heute schön richtig reinhauen kann. Und da habe ich einfach, ey, das war wirklich Folter. Ich bin bei Edeka gewesen und überall links und rechts diese Gerüche. Ey, das war so schlimm. Das liegt ja daran, für alle, die noch nie gefastet haben, wenn man fastet, schärfen sich die Sinne. Das ist auch erwiesen, das kann jeder mal ausprobieren. Unglaublich, es ist so geil, man hat so Supersinne. Du riechst Essen 200 Kilometer aus 200 Kilometer Entfernung, ey. Du weißt wo alles was ist. Man ist super aufmerksam. Ich glaube, das ist normal. Die Erklärung der Wissenschaftler ist, dass du bist ja in einem Notzustand, dein Körper braucht Essen und deswegen sind so diese Sinne extra da, dass du genau weißt, wo finde ich jetzt was zu essen und so weiter und so fort. Es ist ganz geil und normalerweise habe ich auch nicht wirklich so Hunger, wie ich jetzt Hunger habe, aber ist ja selber schuld gewesen.
Außerdem, ja, genau, ja, sehr gerne. Du hast gesagt, lass mal, wenn du Bock hast, zusammen Iftar machen. Sehr gerne. Wir haben ja jetzt gerade dieses lange Wochenende, das würde ideal passen. Heute ist nicht so günstig, weil ich noch ein bisschen zu tun habe, aber morgen oder übermorgen, wenn du Bock hast, können wir sehr gerne machen, also Samstag, Sonntag. Vielleicht bietet sich das an. Taro hat auch gefragt, ob ich ihn unterstützen kann bei seinen Vlogs. Er macht ja auch Vlogs, also richtige Vlogs, nicht die Vlogs, die er uns schickt. Er macht auch nochmal richtige Vlogs. Das, was ich normalerweise so kritisiere. Bei Taro kritisiere ich es nicht. Schaut auf jeden Fall rein, ne? Also ist auf Englisch, weil es ist halt für eine andere Zielgruppe gedacht, aber ich finde seine Vlogs schon cool. Es geht um Fotografie, Street-Fotografie, also spontan auf der Straße großartige Bilder machen. Ich packe seinen Kanal, Link zu seinem Kanal in die Beschreibung unter das Video, weil ich finde, ja, er macht einfach großartige Sachen, das lohnt sich schon. Genau, und er hat mich halt gefragt, ob ich ihn für ein paar Sachen unterstützen kann, für Dings hier, für seinen Vlog. Und er meinte, ey, eventuell können wir das kombinieren, können wir auch was für deinen Vlog machen oder so. Das heißt, vielleicht machen wir morgen so oder so was anderes, also eine andere Art von Vlog. Dann könnten wir das auch kombinieren zu Hyper, Mega, Ultra Power Vlog. Ja. Okay, und das nächste, was ich sagen wollte, ist, es gibt jetzt gerade am 25. Mai, das heißt in genau einer Woche, tritt das Datenschutzgrundverordnungsgesetz von der EU tritt in Kraft, also DSGVO. Und das ist richtig geil. Vielleicht habt ihr es schon gemerkt, dass Facebook einem jetzt immer sagt, so, hey, hier Datenschutz, und Google schickt einen auch immer so eine Sache, wenn du den Google-Dienst benutzt, und unterschiedliche Anbieter. Und das machen sie nicht, weil sie gute Leute sind und auf einmal sagen, ey, deine Daten sind uns wichtig, sondern die machen das, weil wenn die das nicht machen, dann werden die richtig hier so, also dann kriegen sie ein bisschen auf den Kopf. Und das sind sehr hohe Geldstrafen. Was bedeutet das für uns Endverbraucher? Es bedeutet, dass wir jetzt das Recht haben, offiziell, alle EU-Bürger haben das Recht, bei Unternehmen anzufragen, welche Daten habt ihr über mich? Und ihr dürft sagen, welche Daten braucht ihr, welche braucht ihr nicht. Die ihr nicht braucht, sollt ihr löschen. Und generell, wenn die euch überhaupt nicht mehr, ne, sagen wir mal, du bist ja gerade noch bei McFit Kamal, ne? Und du hast dich ja, wenn ich richtig verstanden habe, abgemeldet, aber das läuft noch aus oder so. Das heißt, irgendwann, wenn du nicht mehr bei McFit Kunde bist, haben sie ja trotzdem deine Daten. Wenn du denen nicht sagst, lösch die Daten. Und jetzt hast du offiziell das Recht, also ab dem 25., das Recht auf vergessen werden. Du kannst denen sagen, hey, ich will, dass du meine Daten alle löscht, und die müssen dem nachkommen, weil wenn nicht, dann gibt es sehr hohe Geldstrafen. Ja, genau. Und das war's so. Ach so, das letzte Thema. Ja, weißt du, wenn du die ganze Zeit selbst gelabert hast und dann auf einmal dich daran zu erinnern, ist auch schwer. Das letzte Thema, was ich sagen wollte, ist Helden. Wir reden ja jetzt gerade sehr viel über Helden, oder also wir reden nicht darüber, sondern Helden sind ja jetzt gerade so das Top-Thema bei uns. Woran mache ich das aus? An den Kinos, weil ne, es gibt jedes Jahr einen neuen Kinofilm mit irgendwelchen Avengers oder Iron Man oder Black Panther und. Und ich finde das richtig geil, weil ich finde Superhelden cool. Ich fand Superhelden schon immer cool. Ich wollte immer einer sein, aber dazu hat, glaube ich, ja, es ist keine Spinne zu mir gekommen und hat mich gebissen, leider. Also wenn noch so eine Spinne existiert, du weißt, wo ich wohne, komm her und beiß mich. Aber jetzt mal wirklich ernsthaft, das ist genau das. Was ich gerade getan habe, so mit, ey, ich will auch ein Superheld sein und so, das passiert bei ganz vielen Menschen im Kopf. Weil wir sehen etwas, was uns fasziniert, und wir orientieren uns daran und wir streben danach. Ist ja natürlich, wer würde nicht gerne 200 Meter hoch fliegen können? Oder wer wäre nicht gern unsichtbar? Oder wer würde sich nicht gern teleportieren können? Und. Aber die Sache ist, die Realität ist, es geht in unserer Realität nicht. Und es wird uns etwas vorgelebt und promoted oder irgendwie so sozusagen vorgestellt, was
uns von dem ablenkt, was wirklich heldenhaft ist. Es gibt wahre Helden da draußen. Es gibt super viele wahre Helden da draußen. Und diese Helden werden aber von uns nicht mehr als Helden wahrgenommen, weil sie gar keine Superkräfte haben. Oder weil sie irgendwie, ne, weil sie einfach zu normal sind, weil sie einfach Menschen sind. Es sind nur noch besondere Leistungen, aber nicht mehr heldenhaft. Und das ist mir gestern aufgefallen, als ich mir eine Doku angeguckt habe. Die Doku heißt Fire in the Blood. Das ist meine Empfehlung für heute. Ähm, die gibt's auf Vimeo zu gucken für nur 1 Euro. Und das ist halt genau das, wo bei mir der Schuh drückt. Dieser Film Avengers Infinity Wars, der ist auf IMDb, International Movie Database, das ist so das Wikipedia für Filme, ist es auf in der Liste der Top 100 Filme gelandet, was ich nicht verstehe, weil ich finde, der Film ist ehrlich gesagt langweilig. Aber ist ja egal, wird schon Gründe haben. Und dieser Film hat 60 Millionen Dollar gekostet. 60 Millionen Dollar für einen Film. Und dieser Film kostet, wenn wir uns heute jetzt den Film angucken wollen, im Kino natürlich 3D, damit beste Qualität und alles klar, higher Framerate, 48, bla bla bla. All diese Sache, da zahlst du gerne mal für einen Kinobesuch 15 Euro, 20 Euro, und wenn du Popcorn noch dazu holst und so weiter, dann bist du so ein guter Freund wie ich und dann lädst du alle ein. Das ist ja Quatsch. Aber ne, dann lädt man irgendwie jemanden ein oder wie auch immer, bla 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 bla. Du gibst so viel Geld aus und am Ende wenn ich jetzt ins Kino gegangen wäre, um mir diesen Film anzugucken, dann wäre ich da rausgekommen und wäre wütend gewesen. Ich habe Geld verbrannt und aus dem Fenster geschmissen. Jetzt diese Doku, die ich gerade erwähnt habe, Fire in the Blood, da zahlst du 1 Euro. Dann kannst du es dir online angucken mit Untertiteln, dies und jenes, kannst es mit jedem zusammen gucken. Also 1 Euro ist für 48 Stunden. Das heißt, du kannst es dir zwei Tage lang mit jedem, mit Gott und der Welt diesen Film angucken und du hast richtig was davon. Und die Gesellschaft hat was davon. Und das Geld kommt irgendwo hin, wo du sogar den Menschen hilfst. Das heißt, du wirst sogar selbst über das Gucken zu einem Helden. Das ist doch, warum sollte man sich dann diese Scheiße angucken? Nicht, dass man es gar nicht gucken soll. Ich gucke mir sowas auch ohne Ende an, weil ja, ich werde inspiriert und es macht auch Spaß und es ist Entertainment und das ist auch wichtig. Aber da bin ich wieder bei meinem Echo, Verantwortung. Verantwortung. Und deswegen komme ich dazu, es ist voll krass für mich zu merken, dass Filme, überall gibt es Trailer für jeden Film. Jeder redet über, oh, der Film kommt ins Kino, der Film kommt ins Kino, Deadpool 2 kommt, oder. Aber Dokus sind so, ah, nee, lass mich in Ruhe. Oh, das läuft auf Arte, so ein Scheiß oder wie auch immer. Oder auf NTV oder. Und deswegen werde ich jetzt regelmäßig Dokumentation empfehlen, wie ich das ja auch schon angefangen habe, weil ich finde, Dokus sind sehr, sehr wert, angesehen zu werden. Viel mehr wert als Filme. Filme haben auch ihren Wert und ihr Recht und so weiter. Das will ich gar nicht abstreiten. Aber ich finde, Dokus sind wertvoller und hilfreicher. Und deswegen werde ich euch ab jetzt immer Dokus empfehlen. So, das war's für heute von mir. Noch nicht. Eine Kleinigkeit. Also, ich versuche, ein 15 Minuten Video hinzukriegen. Habe ich noch nicht ganz geschafft. Ich bin jetzt bei 13:25. Ich könnte jetzt auch noch schnell labern, damit ich auf die 15 Minuten komme, aber dann, ich laber nur noch, um zu labern. Also, ich versuche auf 15 zu kommen. Warum? Weil es gab Leute, die gesagt haben, es dauert zu lange und ich habe keine Zeit dafür. Und genau deswegen, als Reaktion darauf, mache ich die Videos extra lang, weil ich denke, hey, derjenige, der sich die Zeit nimmt, der ist wertvoll für mich. Und wer sich die Zeit nicht nimmt, wer keine Zeit hat, sich das anzugucken, der soll sich das auch gar nicht angucken. Es ist nur für Leute, die Lust haben zu denken. Für Leute, die Lust haben, darüber nachzudenken, ob das Leben, so wie es so ist, auch richtig ist oder ob es auch anders sein könnte. Und die anderen Leute, die nicht so denken, die wollen gar nicht so denken. Ich habe vor kurzem ein sehr, sehr gutes Zitat gehört, das hieß, in unserer Informationsgesellschaft ist Ignoranz keine Folge mehr, sondern eine Wahl. Das heißt, jeder, der irgendwie etwas nicht weiß, der hat sich das ausgesucht, es nicht zu wissen. Heutzutage kann jeder googeln, mindestens in unserer reichen Welt. Jeder hat Zugang zu so vielen Informationen. Und deswegen, ich spreche nur mit den Leuten, die sich auch dafür Zeit nehmen.
Und damit habe ich es eigentlich doch geschafft, 15 Minuten. Yeah, Rekord. Das soll nicht die Regel sein. Ich will nicht immer so lange Videos machen, aber man muss sich einfach mal die Zeit nehmen dürfen. Also in dem Sinne, gute Nacht, guten Tag, auf Wiedersehen, bis bald.